Hi, ich bin Lasse, herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich mal alleine unterwegs und ich möchte euch mitnehmen zu einer alten Hauptrichtfunkzentrale. Ich hoffe mal, dass wir fündig werden. So, ja, ein bisschen Fußweg ist es noch, knapp 2 Kilometer. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich da bin. Bis gleich. Das heutige Objekt wurde schon zu 1930 in etwa gebaut und wahrscheinlich auch von der Wehrmacht genutzt. Allerdings weiß man nicht genau, wofür es ursprünglich genutzt wurde. Später wurde das Objekt durch die Deutsche Post nochmal weiter genutzt. Die hat es auch nochmal etwas ausgebaut. Und ab 1965 war das Objekt dann die Hauptrichtfunkzentrale des Richtfunknetzes der NVA. Später in den 1990er Jahren wurde es dann wieder an die Deutsche Post zurückgegeben. Und um die 2000 rum wurde der ganze Funkmast zumindest nochmal saniert und ist heute auch noch ein Mobilfunkmast. Doch ganz schön anstrengend. Hätte nicht gedacht, dass es hier so viele Höhenmeter noch hochgeht. Aber gut, Funkmasten stehen ja immer auf Bergen. Und da oben, da müssen wir hin. Ich weiß nicht, ob man es schon sieht. Man sieht auf jeden Fall schon den Funkturm leicht, das Rot. Na, schauen wir mal, ob wir uns den aus der Nähe anschauen können. Hier ist der große Funkmast. Der wird wohl auch immer noch für Mobilfunk genutzt. Schon ganz schön groß. Früher war der wohl mal über 100 Meter, aber dann wurde er noch mal ein bisschen eingekürzt. Und das hier ist das alte Dienstgebäude, wo dann früher auch Unterkunftsräume drin waren und unter anderem auch Sendetechnik stand. Oh, hier ist sogar noch was offen. Da können wir mal reinschauen. Ganz schön enge Leiter. Ja, hier geht es tatsächlich noch rein. Außen war alles zu. Haben wir Glück gehabt. Das sieht aus, als wenn es vielleicht mal ein Notausgang war. Und hier standen wohl auch mal Aggregate drauf. Vielleicht was von der Stromversorgung. Oh, hier hinten ist die Luftanlage. Das sehen wir schon. Nicht mehr so viel drin. Also insgesamt sieht der Zustand auch nicht mehr so gut aus, aber es lässt sich ja doch noch ein bisschen was erkennen. Mal gucken, was wir alles noch entdecken können. Hier ist der alte Schaltraum. Aber man sieht schon, da wurden auch sehr viele Kabel leider geklaut. Aber die Schränke stehen wenigstens noch drin. Gewitterschaltung. Voltmeter. Super, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir reinkommen. Diese Bettwäsche hier, die war, glaube ich, in den Unterkunftsräumen drin damals auf den Betten. Mal gucken, ob wir die später auch noch sehen, weil auf irgendeinem Foto hat man zumindest hier diese Bettwäsche erkannt. Naja, hier sieht man das Ausmaß des Kabeldiebstahls. Hier liegen überall so Dämmmatten drin. Die Frage, wo die damals dran waren, das hier sieht auch aus wie vielleicht ein Fernmeldeanschluss. Und hier geht es noch die Treppe hoch. Mal schauen, wo die uns hinführt. Hier ist noch ein großer Schaltplan. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Tischfernsprecher W63A. Und hier haben wir noch ein paar Paneele drin. Die müssten dann von der Nachrichtentechnik sein. Das ist ganz cool. Das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Meistens fehlt sowas ja schon. Hier unten zum Beispiel Dispatcherplatz.
Kanäle, Dauerruf und Rufwechsel. Ja, hier wird alles für die Nachrichtentechnik dran gewesen sein. Sehr cool, dass man da noch ein bisschen was von erkennt. Hier an der Decke hat man auch überall diese Paneele. Die werden bestimmt mal zur Schalldämmung gewesen sein. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Oh, hier kommt ein sehr großer Raum. Boah, Wahnsinn. Und hier haben wir sogar noch ein paar Reste zu erkennen von der alten Fernmeldetechnik. Vielleicht weiß ja der ein oder andere, was das hier für Gerätschaften waren. Ich bin leider auch nicht so bewandert mit der Nachrichtentechnik. Aber dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, dann bin ich gespannt, ob ihr hier ein bisschen was zu erklären könnt. Und hier sind auch nochmal Schaltpläne drin in diesem Ordner. Gestellrahmen für Fernleitung. Und hier in dem Riesenraum stehen noch ganz viele Überbleibsel. Hätte ich nicht gedacht, dass noch so viel drin steht. Hier sieht man auch schon, die Kühlung gehen hier mal lang. Vermutlich, um auch ein bisschen die ganzen Sender vielleicht zu kühlen. Die alten Schränke waren auch alle für die Nachrichtentechnik. Hier unten auf den kleinen Kästen, da stehen überall ja, Empfänger, Kanäle, Generatormodler. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus. Verschiedene Kanäle konnte man hier scheinbar einstecken. Und hier hat man diese ganzen Steckanschlüsse noch dran, wo man früher dann die Verbindung herstellen konnte. Hier sind die nächsten Schaltschränke, da sind auch überall so Kontrolllampen an der Seite dran. Hier ist noch so ein alter Stecker drin, mit dem man dann damals die Verbindung gesteckt hat. Vermutlich hier unten, da stehen dann auch nochmal Bezeichnungen drauf. Ich kenne mich leider auch nicht so gut aus, aber die konnte man dann hier einfügen und dementsprechend verschiedenste Verbindungen herstellen. Und hier steht dann auch zum Beispiel Gestell 4 drauf an den Seiten. Dazu passen dann auch die Schaltpläne, die in diesem Hefter waren. Noch mehr, wahrscheinlich für die Nachrichtenkabel. Hier auch Sender, Empfänger. Mithören. Hier sind auch noch mal ein paar Unterlagen zu dem Schaltschrank wahrscheinlich. Mit den einzelnen Drahtwiderständen. Ja, dann lassen wir den Raum mal hinter uns. Aber der Raum hat mich positiv überrascht. Super interessant, sowas mal zu sehen. In den meisten Objekten sieht man auch nicht mehr viel von der Fernmeldetechnik. Es hat sich ja schon mal gelohnt, wenigstens hierher zu kommen. Gehen wir mal noch weiter und gucken, ob noch was Spannendes kommt. Ein paar alte Schränke. Ach, hier war mal eine Küche drin. Hier kommt noch ein Treppenhaus. Sieht auch noch recht stabil aus. Gut, hier scheint aber auch nicht mehr viel drin zu sein. Ja, hier wäre es wahrscheinlich aufs Dach gegangen. Aber die Tür ist zu. Ja, hier sieht man mal mit direktem Blick auf den Funkturm. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Räume, in die man sonst nicht reinkommt. Ja, Tatsache, hier ist nochmal was anderes zu sehen. Aber gut, auch nicht mehr so spannend. Wieder diese Polster. Die Betten scheinen schon gar nicht mehr drin zu sein. Wasserversorgung.
Strom. Nicht so spannend. Und hier unten noch eine Dusche. Dann gehen wir mal wieder nach draußen. Viel mehr gibt es wahrscheinlich auch leider schon nicht mehr zu sehen. Aber ich bin positiv überrascht. Ich hätte sogar weniger erwartet. Hätte nicht gedacht, dass noch so viele Überbleibsel zu erkennen sind von damals. Und damit bin ich schon wieder auf dem Rückweg. Ich glaube, das Spannendste haben wir uns noch angeschaut. Man hat schon gesehen im Vergleich zu früheren Bildern, dass doch schon etwas fehlt, beziehungsweise einiges fehlt. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass immer noch so viel drin steht. Also die Nachrichtenräume, die waren ja echt interessant. Das habe ich vorher auch so noch nie gesehen. Und wenn sich der eine oder andere ein bisschen besser damit auskennt, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ich lerne immer gerne Neues dazu. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert, schaut mal bei Instagram vorbei und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Also seid gespannt und bleibt dabei.